In mein letztes Video habe ich gezeigt, welche Kameras ich benutze für meine Schattenbahnhofsüberwachung. In diesem Video werde ich euch zeigen, wo die endgültig platziert werden und wie ich die einbaue. Also nach dem Intro geht es sofort los. Hallo und herzlich willkommen bei Richards MOBA. Ich freue mich, dass du heute Teil 2 meiner Videoreihe anschaust über meine Schattenbahnhofsüberwachung. In meinem letzten Video habe ich dir gezeigt, welche Kameras ich benutze und was ich dafür brauche. Und dann heute in Teil 2 werde ich zeigen, wie ich solche Kameras zuerst plane, wo die eigentlich hinkommen sollen und dann auch, wie ich die einbaue. Ich stehe jetzt in der Ecke bei meinem Mini-Schattenbahnhof, um das erste Kamera hier einzubauen. Das erste Kamera werde ich live machen und die anderen Kameras, die werden dann im Zeitraffer gezeigt. Also ich habe hier eine meiner Kameras und davon werde ich dann mal gucken, wo ich die platzieren werde. Und ich stehe hier so, wie gesagt, in der Ecke vom Mini-Schattenbahnhof und ich dachte zuerst mal sehen, wie es dann aussieht, wenn ich die am Ende des Mini-Schattenbahnhofs platziere, also eigentlich bei die Prellböcker. Das Einzige, was ich noch machen muss, ist meinen Monitor ein bisschen drehen, weil dann kann ich auch sehen, was ich hier mit diesem kleinen Kamera mache. Weil ich habe die schon angeschlossen. Aber das werde ich euch dann auch zeigen, wie das dann aussieht. Aber ich möchte zuerst mal eine kleine Probe machen, um zu sehen, ob dies eigentlich funktionieren wird. Also mein erster Gedanke war eigentlich, um dann so weit wie möglich auszuzoomen. Also machen wir so. Und das Kamera dann eigentlich so hoch wie möglich aufzuhängen. Aber was du dann sehen kannst, ist hier, dass ich jetzt von der Oberseite eigentlich die Prellböcke sehe. Aber ich sehe gar nichts, was da eigentlich im Rest des Schattenbahnhofs passiert. Wenn ich die dann höher stelle, dann hat man schon ein bisschen mehr Überblick, auch von der Rampe. Aber trotzdem bin ich nicht ganz überzeugt von dieser Art und Weise. Also was ich auch noch machen könnte, ist natürlich ein bisschen einzoomen. Und da diese Kameras alle manuelle Fokus sind, muss ich das dann auch noch selber dazu machen. Aber ja, eigentlich hilft dies dann gar nichts. Also diese Kameras werde ich mal kurz umstellen und dann werde ich mal eine Probe machen an der anderen Seite des Mini-Schattenbahnhofs. Also, kleinen Moment. So, jetzt bin ich dann an der anderen Seite meinem Mini-Schattenbahnhof, um zu sehen, ob ich eine bessere Kameraperspektive finden kann. Ihr könnt hier sehen, dass ich an der anderen Seite stehe. Soeben war ich da hinten. Also ich habe wieder alles hier hingestellt und mal sehen, ob ich dann eine bessere Perspektive finden kann jetzt. Ihr könnt jetzt hier auch mein Handy sehen, womit ich die andere Aufnahme mache. Aber das ist dann, um zu zeigen, was die Möglichkeiten hier sind am Einfahrt des Schattenbahnhofes. Also die Idee ist, dass ich so viel wie möglich die Gleise von meinem Mini-Schattenbahnhof sehen kann und dass ich mindestens sehen kann, wenn alles da richtig läuft oder wenn es eventuell schief geht. Also so am Einfahrt ist es doch eigentlich besser dann da am Ende. Also ich werde dann einen definitiven Platz jetzt finden, alles festschrauben, dann den richtigen Zoom machen und den richtigen Fokus von diesen kleinen Kameras. Und dann kann ich euch zeigen, wie das dann natürlich im Endeffekt aussieht. Also schrauben mal.
denke, diese Perspektive wird sehr gut passen, weil ich kann jetzt alle 5 meiner Gleise sehen und ja, auch noch ein kleines Stückchen von der Rampe. Mache ich zuerst mal mit einem Stift. Mal checken. Einigermaßen gerade wäre natürlich auch schön. So. Da weiß ich mindestens, wo ich jetzt schrauben soll. Also löse ich jetzt zuerst mal der Kamera, weil die sitzt in so einem, warte mal, die sitzt in so einem kleinen Halterung. Ihr könnt das sehen so. Warte mal, so. Die hat so eine kleine Halterung, also die kann man auch lösen. Das mache ich ja jetzt zuerst. Und dann kann ich nachdem diese Halterung festschrauben und dann der Kamera wieder reinbacken. Wie immer benutze ich diese kleinen 16 mm Schrauben, weil die passen hervorragend in meinen 18 mm Spanten. Die nächste Herausforderung ist, um dann das gerade aufzuhängen. Und das ist, wenn man nicht ganz gerade davor steht, immer schwierig, um das genau zu machen. Aber ich denke, die stimmt ungefähr. Und wenn nicht, naja, dann ist es mal ein kleines bisschen schief. Das wäre okay. So. Die Halterung ist da. Und dann kann ich jetzt mal die Kamera wieder einschrauben und mal sehen, wie das dann aussieht. Also der ist dann jetzt angebaut. Dann hole ich mal kurz meine zweite Kamera weg, sodass wir einen besseren Überblick haben von den Schattenbahnhofskameras. So. Also wie gesagt, jetzt noch den Zoom und den Fokus und dann normalerweise soll dies eigentlich reichen. Also mal sehen, wie es dann aussehen wird. Also dies ist dann jetzt das Bild
wie es aussieht, wenn ich völlig ausgezoomt bin, also so weit wie möglich weg. Wie man erkennen kann, ist, dass eigentlich die Züge jetzt ein bisschen zu weit weg sind. Also eigentlich ist es dann besser, dass ich ein bisschen alles näher ranhole. Das Schöne hieran ist, dass es mit diesen Kameras auch sehr einfach geht. Also ja, ich werde da mal ein bisschen versuchen, was dann am besten passt von dieser Perspektive. Ich denke, dies sieht schon ordentlich aus. Ist schon besser. Man hat immerhin noch Sicht auf alle 5 Gleise. Und ja, das passt jetzt schon besser. Mal sehen, wenn ich noch weiter ranzoome, ob es dann besser wird oder eigentlich schlechter. Moment. So, und das sind jetzt die Züge, die sind eigentlich ganz nah. Aber das einzige Nachteil, was ich finde, ist, dass man die Rampe jetzt gar nicht mehr sehen kann. Also wenn da dann Züge fahren, dann sieht man eigentlich nicht so viel mehr. Das ist einfach schade. Also ich könnte noch mal überlegen, ob ich ein bisschen rauszoomen kann oder ob ich es so lasse. Aber ja, bis jetzt lasse ich das mal so. Und werde ich jetzt im Zeitraffer die anderen Kameras für meinen großen Schattenbahnhof werde ich dann einbauen. Und dann könnt ihr nachher sehen, wie die Resultate geworden sind. Übrigens in diesem Teil werde ich mindestens die Kameras einbauen. Aber ich muss dann noch mal sehen, wie ich das mit die Kabel mache. Aber das seht ihr dann nachher, ob ich das so mache, ja oder nein. Oder dass es vielleicht doch noch ein drittes Teil hier zugeben wird. Also viel Spaß beim Zeitraffer. So, liebe Leute, mittlerweile sind alle Kameras platziert, die ich jetzt auf der Anlage brauche. Die erste hier erkennst du schon, die habe ich zuerst mit euch live installiert. Und der BR614, die steht da für meinem Thumbnail. Kannst du auch erkennen, so, wenn ich meine Kamera so halte. Also das sind dann die zwei. Diese ist für die Rampe. Wenn ich dann nochmal rumschwenke, dann kommen wir hier bei die zwei Kameras, die ihr im Zeitraffer gesehen habt.
Eine über das Ende der Schattenbahnhof und die andere für den Eingang. Die letzte, die habe ich ganz an der anderen Seite aufgehangen, weil ich habe hier von die kürze Gleise habe ich das Ende, also habe ich auch noch da ein Kamerahang. Also in Teil 3 werde ich die verkabeln, weil das habe ich jetzt noch nicht gemacht und dann werde ich auch euch das Endergebnis zeigen. Also, wir sehen uns bald wieder, wenn es wieder heißt, herzlich willkommen bei Richards MOBA. Mach's gut, ciao!